Ja, moin Leute. Heute geht es mal wieder um die Australier. Ich hoffe, dass das ja, ein bisschen Anklang bei euch findet. Ich will heute einfach mal darüber sprechen, wie baue ich am geschicktesten eine Armee auf. Ja, ich mache mir immer Gedanken, also ich schaue mir vorher die Armeelisten und mache mir dann Gedanken, wie ich die Figuren am flexibelsten bauen kann, dass ich entsprechend ja alles darstellen kann, was man benötigt. Bei einer Dschungelarmee der Australier, so wie ich sie vorhabe, ist das relativ einfach. Es gibt nicht so viele Auswahlen an Einheiten und Miniaturen wie in einem richtigen Armeebuch, da das ja nur eine Abspaltung der britischen Commonwealth-Truppen sind und die nicht ganz so viel ja, Miniaturauswahl will ich jetzt nicht sagen, aber Einheitenauswahl haben. Und im Grunde genommen möchte ich die Einheit aufbauen ab 1943. Das heißt, die 8. Armee sollte da nicht mehr so viel Thema sein. Und ja, was da dann halt zum Tragen kommt, es gibt dann die ganz normalen Dschungeleinheiten, die ab 1943 neu zusammengesetzt wurden. Dann gibt es noch eine Kommandoauswahl, die man treffen kann. Das heißt, es gibt so Kommandoeinheiten, wie man sie auch bei den Engländern kennt. Und als drittes Rad am Wagen kann man noch die Natives entsprechend mitnehmen. Das sind die ganz normalen, ja, Ureinwohner, hätte ich fast gesagt, der Inseln. Ja, das sind so die 3 Kerneinheitsauswahlen, die man für diese ganze Geschichte jetzt tätigen kann. Da will ich mich hauptsächlich auf die Dschungeleinheiten festlegen. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, bis zu 10 Mann als reguläre oder Veteranen aufzustellen. Diese haben dann die Option, entsprechend bis zu 4 MPs mitzunehmen und ein leichtes MG, eine Brengun oder ein entsprechendes Äquivalent der Australier, ein etwas älteres. Und da wird natürlich ein zweiter Mann entsprechend ein Ladeschütze. Ja, den NCO werde ich auf alle Fälle immer mit einer MP ausstatten. Das hat so ein bisschen was von ja, Kommandowache immer für mich. Deswegen ist das eigentlich so Usus, dass ich das tue. Es gibt ja einige, die, wenn sie nicht Theaterlisten, aber wenn sie Turnierlisten bauen, ja, dem NCO extra keine MP geben, damit er kein Ziel wird. Aber ja, das funktioniert ja auch nicht immer so wirklich. Ja, dementsprechend versuche ich da natürlich die entsprechende Einheitsgröße zu finden. Ja, ich habe vom Zug im Grunde genommen die Möglichkeit, ich habe hier noch die blanken Miniaturen stehen und werde entsprechend einfach mal hier das aufbauen, wie man sie aufbauen könnte. Ich möchte als Kerneinheiten 3 Trupps bilden aus Dschungelkämpfern. Sprich, wir hätten hier praktisch einmal die Einheit so wie sie im Ganzen stehen würde. Sprich, der NCO mit der entsprechenden MP und wir hätten hier bis zu 9 Gewehrschützen im Standard. Genau. So, jetzt suche ich mal die Optionen raus, die wir noch entsprechend machen können. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt habe ich hier die Miniaturen mal entsprechend umgebaut. Das wäre dann die ja, Maximal
Ausbaustufe mit einem Bren-Gun Schützen und seinem Ladeschützen. Ich könnte 3 MP-Leute, ganz normale Soldaten hinzubuchen und natürlich entsprechend hier der NCO wäre im Original natürlich auch ein normaler Gewehrschütze, weil die Einheit im Ganzen eigentlich nur Gewehre hat. Einsetzen kann ich sie regulär und als Veteranen. Ich werde die am Anfang jetzt erstmal als reguläre Truppen planen. Dementsprechend versuche ich natürlich die Optionen so zu bauen, dass ich alles einsetzen kann. Das heißt, vorm Zug werde ich halt einen Offizier entsprechend bauen bzw. benutzen und dann die 3 Kerneinheiten, von denen ich schon sprach. Die 3 Kerneinheiten werde ich im Grunde genommen halt jetzt vorweg schon mal bauen, beziehungsweise die habe ich zum Großteil schon fertig. Was mir jetzt noch fehlt, sind, glaube ich, 3 Gewehrschützen, die ich noch dabei bauen muss. Das werde ich dann entsprechend zeigen und den Bau, das Kit-Bashing, wie es ja immer so schön heißt, einfach mal zeigen, was man aus den entsprechenden Rahmen von Warlord bauen kann. Ja, das schon mal so als Grundstock zur Theorie, was ich mir für Gedanken gemacht habe. Dann kann man relativ flexibel und frei die Einheiten ausstatten. Das wäre dann schon mal so ein Grundstock mit, sag ich mal, dem Offizier. Also der erste Step ist halt, meine Planungen gehen dahin, dass ich 500 Punkte aufstellen möchte zum Anfang. Das werden dann die 3 regulären Trupps sein. Das sind ja schon mal mindestens 300 Punkte. Dann entsprechend einen Offizier, der wahrscheinlich ein First Lieutenant wird. Und dazu kommt dann hier noch ein Scout-Team. Und der entsprechende Medic. Ja, das sind auch schon eine Masse Miniaturen, die ich da zu fertigen habe. Und damit wird es dann im nächsten Video auch direkt weitergehen. Da werde ich dann zeigen, wie man diese Figuren dann entsprechend vorbereitet. Sprich, die Bases bereite ich vorher immer schon vor, dass die gefüllt sind. Ich finde es immer ein bisschen unglücklich, das im Nachhinein zu machen, weil man dann immer so aufpassen muss, dass man die bemalten Figuren nicht mit dem Zeug besaut. Ja, das wäre so erstmal die Theorie für das erste, was ich machen möchte. Und ich räume das jetzt einmal ab und dann bin ich wieder da. So, das wäre dann der Grundstock, so wie ich ihn mir komplett vorstelle. Das wären hier hinten einmal die 28 Gewehrschützen. 2 werde ich noch dazu bauen, damit ich 30 Stück darstellen kann. Das heißt, 3 komplette Einheiten im Grundstock aufbauen könnte. Hierzu werde ich machen die MP-Schützen, die ich hier stehen habe. Das sind jetzt im Moment 8. Da kommen noch 4 dabei. Damit ich auch da den kompletten Stock hört sich ein bisschen blöd an, im Grunde genommen sämtliche Optionen der Liste aufbauen kann. Im vorderen Bereich habe ich 3 MG-Schützen, die als Option dann da sind. Und wenn ich die Optionen alle komplett habe, könnte ich dann, wenn ich halt auf einige Optionen verzichte, sogar 4 komplette Kerneinheiten bauen, ohne Probleme. Das wird entsprechend für den Dschungelkampf schon ganz gut sein. Dazu kommt dann hier das 3er Scout-Team, das man ja als Australier zur Auswahl hat. Die werden ja, wie ich das im letzten Video schon gesagt habe, haben die den Vorteil, dass man die als Observer aufstellen kann. Von der Aufstellung. Dann habe ich hier, wie gesagt, meinen Medic, den entsprechenden First Lieutenant, den ich machen werde.
Und hier sind nochmal 10 Natives. Im Richtigen heißen sie, glaube ich, Papuan Infantry Battalion Section, genau. Die kann man auch als inexperienced aufstellen, das heißt als unerfahrene Truppen, als reguläre oder Veteranen, und entsprechend haben auch die den großen Vorteil, dass die wie die Scouts auch als ja, die haben dieses Forward Deployment halt wie Sniper und die Observer. Genau. Dementsprechend können die da, glaube ich, ganz gut ja, schon im Vorhinein ein bisschen was wirken. Das fand ich so als Idee schon ganz gut, um entsprechend, ja, dadurch, dass man ja ganz oft Szenarien hat, wo die Japaner dann auch eingegraben sind, glaube ich, kommt man relativ schnell auch an die Stellung ran, um etwas schneller halt Ziele zu bekommen. Das heißt, wenn man diese Papuans hier sogar splitten würde in 2x5, könnte man da, glaube ich, ganz gut und schnell entsprechend die Verstecke aufdecken. Ja, das ist so der Anfang, den ich machen möchte. Und danach wird der nächste Schritt sein, dass ich entsprechend diese Truppe hier so baue, dass ich sie komplett transportabel bekomme. Sprich, dann werde ich 2 Buffalos dann bemalen. Die habe ich schon fertig gebaut, die habe ich schon im Schrank stehen und werde die dann entsprechend halt hinzufügen zu der Truppe. Danach wird es dann mit einem Fahrzeug weitergehen, sprich dann werde ich einen Matilda entsprechend bauen. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich einen Standard Matilda baue, einen mit einer Haubitze, oder ob ich den Frog baue, das heißt die Flammenwerfer-Variante. Wahrscheinlich wird es auf die Flammenwerfer-Variante wegen Dschungelkampf hinlaufen, aber naja, mal schauen. Ich habe mir den Bausatz noch nicht hundertprozentig angeguckt, ob man gegebenenfalls da ein bisschen variieren kann. Ja, soweit meine Gedanken im Standard zu den Miniaturaufbau. Was wir jetzt natürlich haben, wir beschränken uns, oder ich beschränke mich damit auf eine Theaterliste, die ich damit praktisch abdecken möchte. Und ja, da hätte ich dann halt noch die Option, eine Engineer-Section-Truppe, also eine Pioniertruppe aufzubauen. Die werde ich dann im Nachgang auch noch entsprechend dazu bauen. Und ja, die Kommandos werde ich in einer nächsten Liste verbauen. Das heißt, ich will im Ganzen 3 Armeelisten bauen. Das ist einmal dann halt diese Dschungeltruppe, die jetzt als erstes kommt. Danach wird es dann eine Truppe geben, die aber wahrscheinlich auch nur maximal 500 Punkte beinhaltet. So eine reine Raiding-Kommando-Truppe, die ich mir vorstellen kann, wenn wir irgendwie so Kommando-Einsätze oder so spielen. Und als drittes, das hatte ich im letzten Video, glaube ich, auch schon angekündigt, werde ich dann zusehen, dass ich eine entsprechende Tankwar-Liste baue. Das heißt, ich habe im Ganzen 4 Matildas und versuche die dann entsprechend in so eine Tankwar-Liste einzubauen. Da weiß ich noch nicht hundertprozentig, was ich mit den Infanterieeinheiten mache. Es könnte sein, dass ich die Infanterieeinheiten dort dann entsprechend auch motorisieren muss, aber da bin ich mir nicht ganz klar, ob ich das dann entsprechend mit den
Buffalos auch mache oder ob ich entsprechend auf irgendwelche Lastwagen zurückgreife. Da mir die englischen Lastwagen auch sehr gut gefallen und es da entsprechende Bausätze auch gibt, könnte es auch sein, dass ich da drauf zugreife, weil ich die einfach ja ganz gerne mal in einer Armee haben möchte. Das war schon immer so ein Träumchen von mir. Das konnte ich bisher nur noch nicht verwirklichen und dementsprechend werde ich, glaube ich, da das einfach mal umsetzen. Genau, die habe ich allerdings auch noch nicht, beziehungsweise 2 davon habe ich. Kleine, die können, glaube ich, 8 Leute transportieren je. Das wären ja schon mal 16 Truppen. Bei den Tank-War-Listen kommt man ja dadurch, dass man ja so viele Panzer reinlegt, zum Glück so und so nicht zu vielen Infanterieeinheiten. Und die können leider ganz oft auch nicht das ausrichten, was sie sollen. Aber naja, ein bisschen Infanterie dabei schadet nicht. Ich bin euch aus dem letzten Video auch noch was schuldig. Das würde ich jetzt hier noch kurz ja, einmal mit anbringen. Ich hatte ja im letzten Video hier den Kumpel gezeigt und der hat ja so eine komische Waffe. Und ich habe jetzt im New Guinea Buch noch mal ein bisschen geblättert und geschaut. Das ist die sogenannte Lewis Gun. Das ist ein MG aus dem Ersten Weltkrieg, was den kleinen Nachteil hat, dass es halt nur 3 Schuss schießen kann, weil es halt ja so ein bisschen darstellen soll, dass ja, das ist eigentlich eine Milizwaffe gewesen, die sind halt mit dem alten Zeug ausgerüstet worden und entsprechend soll dieser ein Schuss weniger darstellen, dass die halt schlecht ausgebildet sind und es halt auch eine relativ alte Waffe ist. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Ansonsten gibt es noch die MP, die Australier hatten. Da suche ich mal eben die Miniatur raus und erzähle dann auch mal 2 Worte dazu. So, das ist jetzt die MP, die australischen Truppen zum Teil oder zum Großteil hatten. Zum Anfang hatten die Australier nicht so ein großes Interesse an den MPs. Die haben halt ihre Truppen hauptsächlich mit Gewehren ausgestattet. Aber als der Zweite Weltkrieg ausgebrochen war, ja, ist diese Waffe weiterentwickelt worden. Die ist der australischen Armee schon mal angeboten worden vor dem Zweiten Weltkrieg, soweit ich das in Erfahrung gebracht hatte. Und ja, die hatte nur einen komischen Lademechanismus und ein komisches Kaliber. Ich glaube, eine 0,22 war da drin vom Kaliber. Dementsprechend keine Standardpatrone. Und die wurde dann nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs weiterentwickelt, so dass sie ein Standardmagazin aufnehmen konnte und entsprechend auch, glaube ich, eine relativ standardisierte Munition. Und wurde dann entsprechend auch interessanter. Die wurde dann im Grunde genommen halt von den australischen Truppen anstatt der Stain oder Thompson eingesetzt. Und dementsprechend, ja, ist das halt so die finale Waffe, die eigentlich immer bei den Figuren dran ist. Was so ein bisschen halt ist, in den Plastikbausätzen gibt es die leider nicht. Dementsprechend haben die leider nur meine Zinnfiguren. Und die werde ich halt entsprechend mit Thompson Waffen ergänzen. Das ist so der Plan. Die Armeeliste, die ich benutze, die kommt entsprechend hier aus dem New Guinea Kampagnenbuch. Früher gab es noch eine australische Liste, ein kleines PDF mit ein paar Seiten auf der Warlord-Webseite. Das ist leider nicht mehr verfügbar. Daher muss ich euch leider hier auf die entsprechende, ja, auf das entsprechende Kampagnenbuch verweisen, um eine australische Armee halt adäquat aufzubauen, wenn man nicht gerade nach der 8. Armee spielen möchte.
muss man leider hier drauf zurückgreifen. Ich habe auch noch mal geschaut auf der Webseite, ist zwar auf der Community-Webseite zwar der Link noch verfügbar, aber leider läuft er in einen 404-Error. Das heißt, die Datei ist leider nicht mehr verfügbar. Dementsprechend kann ich euch da leider keine kostenfreien Möglichkeiten an die Hand geben. Klar, entsprechende Army-Bilder haben natürlich die Sachen hinterlegt. Da kann man dann versuchen, darauf zuzugreifen. Gut, für die meisten wird es dann entsprechend auch ausreichen. Dort sieht man ja, welche Einheiten verfügbar sind und kann da entsprechend dann noch einmal ein wenig recherchieren. Ja, die Armeeliste hier in dem Buch ist relativ ausführlich. Man muss allerdings natürlich für die Standardeinheiten zum Teil auch wieder auf das britische Armeebuch zurückgreifen. Da zum Beispiel der Eintrag für den Matilda und den Stuart, den man als Panzer benutzen kann, natürlich hier auch nicht drin steht. Dementsprechend ist der Vollständigkeit halber da zu erwähnen, ihr benötigt leider beide Bücher. Ja, das war jetzt das Video im Grunde genommen erstmal nur zu den Kerneinheiten, die ich aus der Liste herausziehen konnte. Die Spezialeinheiten und die Waffenteams, so wie ich sie benutzen möchte, werden wir dann in einem späteren Video nochmal behandeln. Und denke, da werden wir noch einiges an den Weg vor uns haben, bis wir die Armee fertig haben. Ich plane das jetzt nicht innerhalb von einem Monat komplett durchzuziehen. Das ist schon ein Projekt für ein halbes Jahr bis ein Jahr, bis diese Armee komplett fertig ist. Wir haben ja auch noch einiges zu spielen an unserer Kampagne jetzt im Moment. Und wenn wir dann irgendwann auf einen anderen Bereich des Pazifiks gehen, möchte ich die Armee halt spielbar haben. Das ist der Plan. Ja, dann bleibt eigentlich nur noch Danke zu sagen, dass ihr immer so fleißig schaut. Haut gerne auch mal in die Kommentare rein, was ihr für Gedankengänge habt für so eine Armee, für so einen Aufbau. Muss ja jetzt nicht explizit zu den Australiern sein, darf auch gerne zu jeder anderen Armee sein. Und ja, freue mich auf das nächste Mal und hoffe, ihr seid wieder dabei, wenn es heißt, Hilfe, die Australier kommen.